Morgen, Mädels. Ich hoffe, euch geht's gut. Hey, wir haben die letzten Wochen damit verbracht, über die Tatsache zu sprechen, dass Bestimmung und Berufung wirklich für jeden ist. Auch wenn das die Wahrheit ist, habe ich erlebt, dass nicht jeder seine Berufung und Bestimmung wählt. Wenn du eine Leiterin bist, hast du wahrscheinlich schon einmal oder mehrmals den Herzschmerz und die Frustration erlebt, wie jemand, der dir am Herzen liegt, wegläuft von Gottes Plan. Deshalb wollte ich diese Woche mit euch darüber reden, wie wir einen Segen für die Berufung deiner Freundinnen sein können. Jemand herauszufordern, den man liebt, ist nicht immer einfach, aber still zu bleiben, während eine Freundin falsche Entscheidungen trifft, ist es auch nicht richtig. Bevor wir mit den praktischen Ratschlagen beginnen, lass mich als Grundlage dafür Matthäus Kapitel 7, Vers 12 lesen. Es sagt: Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Eine Freundin der Bestimmung eines anderen zu sein, bedeutet, jemanden mit Liebe, Ehre und Fürsorge zu behandeln. Wir müssen andere immer so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Also was können wir tun? Wir sehen eine Freundin, der Entscheidungen trifft, die sie vom Kurs abbringt. Sie werden negativ, ihre Herzen scheinen gegenüber den Dingen, für die Gott leidenschaftlich ist, kalt zu werden. Oder man sieht sie in eine Beziehung einsteigen, bei der man ein schlechtes Gefühl hat. Was können wir tun? Das Erste, was ich sagen würde, ist beten. Lass uns immer zuerst beten. Wenn du nicht bereit bist, für deine Freundin zu beten, fordere sie nicht heraus. Bitte den Heiligen Geist, sie zu beschützen, ihr eine Offenbarung zu geben, sie auf dem richtigen Weg zu halten. Proklamiere, dass er der Härte über deine Freundin ist und dass sie seine Stimme hören wird. Bete um Schutz und proklamiere, dass sie nicht in eine Falle des Feindes geraten wird. Mädels, hey, wir können so viel im Gebet erreichen. Im Philipper 4, Vers 6 heißt es: Seid um nichts besorgt, sondern legt in jeder Situation durch Gebet und Bitten mit Danksagung eure Anliegen Gott vor. Lasst uns unsere Sorgen um unsere Freunde in ein Gebet verwandeln. Pastor Bobby sagt oft: Lasst das Gebet die schwierige Arbeit erledigen. Lasst das Gebet die harte Arbeit tun. Also bevor wir auf unsere Freundinnen zugehen, lasst uns sie immer zuerst mit Beten unterstützen. Zweitens, prüfe dich selbst. Die Bibel sagt, dass wir unsere Freundin auf nichts hinweisen sollen und die Splitter in unserem eigenen Auge vergessen. Also prüfen wir im Gebet einfach unser Herz. Denn wenn eine Konfrontation aus etwas anderem als der Liebe herauskommt, wird sie keine Frucht bringen. Frage auch dich selbst, ob du die richtige Person bist, um diese Feedback zu geben. Die Beziehung ist so wichtig. Wenn jemand nicht weiß, dass du ihn liebst, wird sie nie auf deine Bedenken hören. Drittens, wenn du das Gefühl hast, die Richtige zu sein, dann ist es super wichtig, eine klare Vision für deine Freundin zu haben. Manchmal sehen Menschen unklar, wohin sie gehen wollen und wer sie sein möchten. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es: Wo keine Vision ist, wandern die Menschen in die Irre. Also komm zu dem Gespräch mit einer Vision für deine Freundin. Sprich Leben hinein, was sein könnte. Erinnere sie an Dinge, die sie dir in der Vergangenheit erzählt hat, die Träume, die sie mit dir geteilt hat. Erinnere sie daran, was Gott zu ihr gesprochen hat.
und stelle Fragen darüber, wo sie in der Zukunft sein möchte. Frage sie, was für Entscheidungen sie treffen muss, um dorthin zu gelangen. Wenn nötig, musst du ihr aufzeigen, wohin ihr aktuelles Verhalten oder ihre Entscheidungen sie hinführt. Es ist wichtig, vorbereitet an das Gespräch zu kommen, mit guten Fragen und mit einer Haltung zuzuhören. Es brauchen so viele Weisheit, um eine Freundin für jemandens Zukunft zu sein. Denn nicht jeder ist offen für Korrekturen. Achte darauf, dass du dein Herz vor Frustration schützt. Es ist wirklich schwer mit anzusehen, dass Menschen, die man liebt, sich für den falschen Weg entscheiden. Aber man kann nur tun, was man tun kann. Lebe du weiterhin voller Leidenschaft und Zielstrebigkeit. Bleibe weiterhin gepflanzt und weiterhin fokussiert. Höre nicht auf, gute Saat zu sehen. Liebe Gott und liebe sein Haus. Hey, dein Leben wird die Frucht deiner Entscheidungen hervorbringen. Und das Leben deiner Freundin wird die Frucht ihrer Entscheidungen hervorbringen. Und es wird ein Punkt kommen, an dem sie deine Frucht sehen wird. Und hoffentlich werden sie sich wieder für Gottes Plan entscheiden. Wir begannen diese Serie mit der Aussage, dass die Bestimmung und die Berufung für alle gilt. Aber wir sind keine Roboter. Die Menschen dürfen wählen. Ich habe das Gefühl, dass es so ein großes Privileg ist, eine Freundin für jemandes Bestimmung zu sein. Und wir sollten den Menschen mit Demut entgegenkommen, niemals verurteilen. Immer in Liebe. Und selbst wenn die Person nicht auf dich hört, vertraue darauf, dass der Heilige Geist auf der Seite dieser Person bleibt, egal wie lang die Umleitung auf ihrer Reise ist. Also, lass uns Freundinnen sein, die beten und unsere Absichten prüfen, eine Freundin zu sein, die das Beste für sie sieht. Und vergesst nicht, nichts kann jemanden von der Liebe Gottes trennen. Er ist der gute Hirte. Habe also Frieden über die Menschen, um die du dich sorgst. Ich hoffe, das hat dich geholfen. Ich liebe euch Mädels und wir sehen uns in 2 Wochen mit einem neuen Kapitel.